Klaus, du machst heute Büro? Ja. Ich spiele Bass? Jo. Okay. Ja, drückst du mal auf Play, Gerrit, warte. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. When you come undone with an open mind and soul, is home a part of something you don't know? The lights come on the place you belong, and 1,000 hearts turn into one, and you know you will go. Oh well, life is beautiful tonight. When the curtain falls, you're not alone. You are not alone. When darkness calls, welcome home. The curtain falls and all the woe is fading once and for all. The curtain Denkst du solltest tatsächlich drüber nachdenken, ob du das beruflich machst? Das höre ich öfter. Ich lasse mich ja äußerst ungern massieren, aber bei dir ist das gut. Wir haben ja immer wir haben ja so Räume, da steht Bruce-Massage. Ich möchte gerne daneben einen Raum Chris-Massage. Und dass du da stehst mit einem weißen Handtuch drum. Ich habe in so Videos im Internet gesehen, dass die Masseure auch immer, die haben auch nur ein Handtuch um. Ja. Die müssen auch, ne? Und dann endet das immer so, dass meistens die Massierten so rücklings auf der Massagebank liegen. Das und das passiert. Also habe ich gesehen im Internet. Das heißt, ich muss Das am ist eine Innenraummassage. Ja, eben. Genau. Geht vor der Show. Eine Zäpfchenmassage. Setzt sich dann ans Schlagzeug. Dann muss Oder so ich Paarmassagen. weiterhin Ein paar wäre auch gut, ja, ein paar Massagen. Nicht nur eine. Wir entladen jetzt unsere Vans, damit wir aufbauen können. Und dann ist Showtime auch irgendwann später noch. Ne? Dann wird Musik gemacht. Und dann wurde Musik gemacht und dann geht's eigentlich fast wieder nach Hause. Ja. Ich habe gar nichts zu tun eigentlich. Ich musste jetzt so tun, als müsste ich was tun. Aber kommt noch. Später. Das habe ich schon wieder so getan, als müsste ich was tun. Aber ich habe eigentlich immer noch nichts zu tun. Ja, aber jetzt. You were on the run, tried to hide for far too long, alone, and nowhere left to go. If you're lost in the dust, in the deep, in the dark, in the falls, in the fear, in the fight, there's a spark, a new road is ahead. You won't wander alone, you're home. Das ist ein Knochen. Das ist aus einem Tyrannosaurus Rex. Verstehen Sie? Was ist das? Fühlt sich ein bisschen nach Kuhbesamen an hier. Was ist Kuhsamen? Warte. Ich weiß gar nicht, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Das ist so, wie ich es mir vorstelle. Nur ich glaube, eine Kuh hat nicht so viel Mikrofon in sich. Kommt auf die Kuh an. Kommt auf die Kuh an. Wenn sie auch Drummer ist oder eine Bassdrum. Ja. Ja, ja. Ich habe schon Kühe kratzen. Ich decke gerade die Plugboxen, die wir überall auf der Bühne verteilen, die laufen alle hier zusammen und die müssen hier Kanal für Kanal gesteckt werden. Also Vocals P, Vocals P, Gitarre P und der Rest steckt zum Glück schon. The curtain falls, not alone. You are not alone. When darkness calls, welcome home. The curtain falls and all the woe is fading once and for all. The curtain falls, you're not alone. Welcome Ich habe ja hier in Dortmund einen Teil meiner Kindheit verbracht, von der 2. Schulklasse bis zur 6. Und deshalb möchte ich jetzt mal ein paar Orte besuchen, die wichtig waren. Also mein Zuhause von damals, also das Haus von außen zumindest mal anschauen. Mal den Fluss angucken, wo ich leidenschaftlich Staudämme gebaut habe im Sommer. Und auch mal zu meiner alten Schule fahren. Und da machen wir jetzt mal einen kurzen Ausflug hin. Da habe ich das erste Mal ein Praline-Magazin durchgeblättert.
Das war ziemlich spannend. Während meine Mutter einkaufen war, habe ich heimlich die Praline-Magazine durchgeblättert. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es unauffälliger ist, wenn ich sie in ein Mickey-Maus-Magazin hineinlege. Hier rechts war irgendwo gleich ein Kiosk, wo ich immer hingefahren bin, um Eis zu kaufen. Mit dem Fahrrad hin und dann schön Langnese, Nogachoc oder ein Calippo Cola. Hier vorne war mal ein Schlachter. Ah, immer noch, Fleischerei. Siehst du? Ja, schon schräg, ne? Ich habe auch gefragt, ob ich rein darf in das Haus. Ich habe die Leute erreicht. Das geht aus familiären Gründen nicht, aber in Zukunft vielleicht. Das heißt, bei meinen nächsten Dortmund-Besuchen werde ich immer wieder mal nachfragen. Und hier hat ein Nachbar gewohnt, der hat unseren Hund gehasst. Der hat sich immer darüber beschwert, dass der gebellt hat. Das ist kein schönes Haus, aber damals als Kind fand ich es wunderschön. Hier vorne standen die Mülltonnen, da habe ich immer drauf getrommelt. Ich habe immer so getan, als wäre Schlagzeug. Ich habe alle Nachbarn zu Tode genervt. Was geil ist hier in Kirchhörde, dass es so bergig ist. Das war zum Fahrradfahren als Kind natürlich der Hammer, ne? Berg hoch, Berg runter. Ach ja, aber ich weiß noch, es ist einmal, ich bin sonntags wach geworden von ganz lauten Krach. Es klang so blechern, als ob jemand mit einem Hammer irgendwie auf Blech haut. Und da ist ein Heißluftballon an dem Schornstein hängen geblieben. Und die haben versucht mit irgendwie, keine Ahnung, Brecheisen oder was sie hatten, sich so loszudengeln da und haben gegen den Schornstein, der ja oben auch so ein Blechdach hat, gegengehauen. Und da hing dieser Heißluftballon fest an unserem Haus. Sind Sonntagmorgens dann ausgestiegen auf den Balkon und dann guckst du hoch durch diesen Heißluftballon über dir. Das war speziell. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo ich meinen Staudamm immer gebaut habe. Eigentlich so gefühlt jeden Tag nach der Schule im Sommer. Jetzt mal schauen, ob es den Staudamm noch gibt, den ich damals gebaut habe, oder? Wenn es den noch gibt und der inzwischen ordentlich Wasser angestaut hat, müssen wir jetzt nur ein Wasserkraftwerk reinbauen. Ich habe damals schon sehr nachhaltig gedacht. Oh, geil. Hat sich einfach nicht verändert. Den Baum gibt es immer noch. Genau unter diesem Baum wurde nämlich immer der Staudamm gebaut. Ich will mal ein Foto machen hier. Geil. Na, ein bisschen rutschig jetzt hier, das will ich jetzt nicht. Bein brechen und iPhone fällt rein. Ist nicht so Bock drauf. Ja, der Staudamm, der ist irgendwie, der hat nicht so wirklich gehalten. Aber der eine Stein da, den ich da hingelegt habe, der ist noch da. Geil. Und wenn man den Fluss hochgelaufen ist, kam man unter eine Brücke, wo der Fluss durch so ein großes Rohr geht, wo man natürlich nicht rein krabbeln durfte als Kind. Habe ich deshalb natürlich auch nie gemacht, ist ja klar. Geil. Also fahren wir zu meiner alten Schule. Ja, wir sind jetzt bei der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund. Nordrhein-Westfalen hat jetzt schon Ferien, das heißt, ich treffe hier vielleicht, wenn überhaupt, einen Hausmeister an, der mich verjagt. Genau, wir hatten richtig Schulbusse, also so richtig der Klassiker, wie man es auch aus so amerikanischen Filmen kennt. Die haben hier gehalten und die fuhren dann in verschiedene Stadtteile. Ich hatte den Schulbus Nummer 6 und ich habe einmal im Schulbus eine Scheibe eingetreten. Aus Versehen, weil ich wollte den Kollegen, der neben mir saß an der Bank, den wollte ich rausdrücken. Und ich saß am Fenster und habe ich meine Beine gegen das Fenster und wollte ihn rausdrücken. Und hat es knack gemacht. Und dann war der Kollege, der saß immer noch da, aber meine Beine waren quasi draußen. Ich habe die Scheibe rausgedrückt. Oh, da gab es Ärger. Oh Mann. Da, guck mal, Schulbus. Schulbus. Ist das witzig. Geil. Ah, hier ist der Naturkostladen. Da. Naturkostladen. Da kann man sich dann noch nach der Schule, bevor man in den Schulbus gestiegen ist, dann noch eine, keine Ahnung, eine Naturkostbrezel kaufen. Ach krass, ey. Ich war hier nicht mehr seit 1992. Überleg dir das mal. 1992. Okay, jetzt wird's ungeil. Jetzt regnet's. Ja, hier war das andere Haus. Ab der 5. Klasse.
Ja, jetzt regnet das. Aber ich schwöre euch, das war damals größer. Es ist kleiner geworden. Die Gebäude sind kleiner geworden. Das hat auch nichts mit subjektiver Empfindung zu tun. Die sind kleiner geworden. Wahrscheinlich vom Regen eingelaufen. Ja. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen einen Umschnitt direkt auf die Iron Maiden Bühne. When the curtain falls, you're not alone. When darkness calls, welcome home. When the curtain falls, you're not alone. You are not on your own. When darkness calls, welcome home. The curtain falls and down the road is fading once and for all. The curtain Ist auch geil, ne? Hier die Seiten, auch in der Farbe von West Ham United. Fear of the dark, fear of the dark. I am the constant fear. Hallo. Moin. X. Ey. Ja, und weiter zu Joris. Ich X. Prost, vegan. Hast du denn Milch getrunken? Ja. Milch von deiner Mandel. Von deiner Mandel. Von meiner Mandel.